Wir werden mal über Starfield reden. Und diesen Gameplay Deep Dive. Ich habe mir davon nichts angeguckt. Ich kenne nur den Trailer, den einen. Den hatten wir im Stream ja zusammen geguckt. Und jetzt will ich mal sehen, was der ganze Hype schon wieder soll. Gucken wir mal rein. Falls irgendwas mit Bild oder Ton nicht okay ist, sagt mal Bescheid. Aber eigentlich sollte alles funktionieren. Ich hoff's. Bethesda Game Studios. Okay, cooler Übergang auf jeden Fall. Da darfst du auf jeden Fall keinen rauchen. Hey everyone, thank you so much for joining us today. Der alte Lügenbold. To Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls Fallout to 76, Fallout. ne? We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. Ihr hört and alles, throughout ja? all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us Fallout here in the 76, studio. also zip. We've done so much Da haben sie sich schnell together, weggeschnitten. but, well, we've Hast du das never tried to gesehen? make Stimmt das? Das war doch Fallout 76 gerade im Regal, oder? and exploring a new world, but set it Moment in mal, space, das ist ja, where das ist you ja weren't really super limited in witzig, where you Alter. could go or what you could do. And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since Achtung, then Achtung. Fallout 4 with the games und we Fallout built. 70. Oh, ist nicht zu sehen. Wie witzig das ist. Das ist garantiert nicht zufällig genau da weggeschnitten worden. Also da würde ich aber wetten, dass sie nicht stolz auf Fallout 76 sind. Ich hoffe, sie sind nicht stolz drauf. Technology and all of us here in the studio, we've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. Ich finde es übrigens sehr geil, dass endlich wirklich konkrete Infos zu dem Game kommen und nicht mehr so ein Larifari, Wischiwaschi-Kram, sondern dass man was sehen kann. Ich bin sehr gespannt. Also, kurz vorher einmal noch ganz schnell. Ich bin nicht hyped auf das Game, aber ich freue mich drauf und hoffe, es wird gut. Aber ich weiß, ein Bethesda-Game, also halte ich meine Expectations mal lieber weiter unten und freue mich dann, wenn sie übertroffen werden, anstatt dass ich meine Expectations sonst wohin packe. Und auch da wird auch der Trailer hier nichts dran ändern. Es wird einfach ein typischer Bethesda-Release sein, in vielerlei Hinsicht. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, let's jump in and take a look. Aber allein, weil es der wahrscheinlich wieder Mod-Support haben wird das schon ein gutes Spiel sein. Starfield is our first new universe in over 25 years. Und man muss sagen, man sieht direkt das Geruckel. Das ist halt echt krass. Also es ist so ruckelig. Es sieht optisch aber nicht schlecht aus. Auf den ersten Blick auf jeden Fall. But it's still a Bethesda RPG through and through, where you Dass die step keine into a new flüssigen world Trailer and aufnehmen you get that können. feeling of unlimited Ich meine, possibilities. guck dir das mal, wie das rumzuckelt. This time, it's not just one world. Warum? Wenn du dein nagelneues Spiel promoten willst, dann hast du 60 FPS, 4K, smooth. Because the choice of where to go, it's not ours. Mikroruckler. It's yours. Volle Pelle. Das wird so beschissen laufen, das And Game. it wasn't until now that we had the technology to create it. Na, ich weiß ja nicht, Alter. Ob ihr die Technology wirklich habt. To the mountains in the distance. Aber das mit dem Nebel und so sieht sehr cool aus. People and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. Ich glaube auch, dass Todd Howard wirklich auch Bock auf das Projekt hat und noch voll gehypt drauf ist. Ich glaube, dass der sehr überzeugt davon ist, dass die geile Sachen machen auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses ganze Excitement, was er immer hat, nur gespielt ist. Ich glaube, der lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt. Ich glaube, dadurch sind Bethesda-Games halt trotzdem immer noch sehr gut, obwohl sie halt immer sehr buggy, sehr unfinished sind. Combat oft nicht so geil ist, Performance scheiße ist und so. Ich glaube, dass trotzdem ein gutes Spiel wird, aber ich bin halt einfach gespannt.
moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light Ich weiß halt nicht, was man ihm glauben kann und was nicht. Er erzählt immer so viel. the planet's atmosphere. Aber das sieht übel nice aus gerade. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Ich find's so krass, wie hart das abruckelt. Also das ist wirklich krass für eine Präsentation direkt auf deren YouTube-Kanal. But you do explore differently in this game, given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. Geil, Alter, mit einer Kamera scannen und markieren. Beste Gameplay-Loop aller Zeiten. Do a mission and maybe even stumble upon something unexpected. Dicker, fette XP-Anzeige. Na, immerhin kann der Typ mal wenigstens ein bisschen zielen, den sie hier engagiert haben. Wow. Also, das sieht... Sorry. Also, ich sag's jetzt mal wirklich ganz Real Talk-mäßig. Vorweg. Es ist scheißegal, wenn das Game Spaß macht und gut ist, ist es egal. Aber es sieht einfach nicht spektakulär gut aus. Also, die Grafik ist okay, aber die Animation... also wie die Kamera ist, wie die Waffe funktioniert, wie er das Ding da weggelasert hat. Es sieht jetzt schon so komplett clunky aus. Freut euch nicht zu sehr auf das Spiel. Dann könnt ihr es genießen und Spaß damit haben, wenn es rauskommt. Wenn ihr zu sehr euch hypt auf das Game, glaube ich, dann gibt's ein böses Erwachen. Es sieht für mich einfach so aus. Ich kann das nicht abschütteln, weil ich zu viele Bethesda-Games jetzt schon gesehen habe, die im Trailer besser ausgesehen haben und dann schlechter waren. Ich glaube nicht, dass es hier umgekehrt ist. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich warne euch nur vor. Lieber Sutsche bleiben, entspannt abwarten, bis das Ding rauskommt und dann kann man es spielen und gucken. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons, to spacesuits, to food. We just obsess over the details. Das Menü sieht völlig scheiße aus, auch, finde ich. Also, es ist gut zu lesen, ne? Links also wie, so ein bisschen wie so ein Skyrim-Menü, nur in super basic. Wird bestimmt auch okay funktionieren, aber es sieht einfach nicht schön aus, das Interface, ne? Also spektakulär ist es nicht von der Optik. Es ist einfach super basic. Was wahrscheinlich besser ist, als wenn es zu viel fancy Stuff wäre. Aber so ein bisschen... When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have da ist doch alles drin, Motion Blur und was ist nicht alles gerade, ne? Here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head. Ja. Dann nenne ich mich Wadibadibadibadibadibub und will mal gucken, ob das Spiel das aussprechen kann. Das wäre nice. Obwohl theoretisch müsste es gehen. Vorleseoption gibt's ja schon ohne Ende. Wehe nicht. Game Pass ist auf jeden Fall the way, ja. Majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard, function over style, and then punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. Das sieht cool aus. Das Schiffsinterieur sieht cool aus. Muss ich sagen. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn and lived in. Die in Star Citizen sehen detaillierter und realistischer aus, aber das sieht fein aus. Das muss ich sagen, gefällt mir. This is your star map. Die Charaktermodelle nicht so.
You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them. Das ist jetzt aber nur ein Sonnensystem von vielen, oder was? Weil das wäre ja nicht big. Das wäre ja so ungefähr das, was Star Citizen auch bietet an Planetenanzahl wahrscheinlich. Versus the many planets that are barren but resource heavy. Nicht, dass die Spiele viel miteinander gemeinsam hätten, ne? Also das kann man eh nicht vergleichen. Here you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Also ich finde die Menüs und die Einblendungen, das hat echt nicht so geil. Das sieht nicht schön aus. Ist alles so omnipräsent. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ich weiß, viele wird das wahrscheinlich aufregen, weil man das mittlerweile bei anderen Spielen auch kann. Einfach nahtlos landen auf dem Planeten. Das ist auch cool, dass das technisch geht mittlerweile. Ich finde es bei diesem Spiel jetzt aber nicht schlimm, dass man es nicht kann. Ich finde es nicht schlimm, dass es eine Animation ist. Ganz ehrlich, in so einem Spiel ist ja der Fokus eher auf dem RPG-Aspekt und nicht auf der Simulation. Finde ich persönlich vernachlässigbar. Wenn der Rest vom Spiel topper ist, dann ist das mit den Reiseanimationen und so auch überhaupt kein Akt. Also das finde ich zum Beispiel nicht schlimm. Ich weiß aber, viele haben das angesprochen und gesagt, dass sie das irgendwie ein bisschen schade finden. Ich habe es am Anfang wahrscheinlich selber gesagt, aber jetzt, wo ich eine Weile drüber nachgedacht habe, es versucht ja nicht eine Space-Simulation zu sein, wie Star Citizen, sondern es versucht halt einfach ein RPG zu sein mit diesem Gefühl einer großen Galaxie, die du erkunden kannst. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der stört mich jetzt nicht so. Andere aber schon. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards. Mir macht die Performance auch sehr große Sorgen, ehrlich gesagt. Vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. Wahrscheinlich aber genau nur in den Städten. If you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Constellation? Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Die Constellation is sort of Charaktermodelle seen sehen as halt this wirklich grauenhaft mythical aus. group. Nicht Most people don't zeitgemäß. even know they exist anymore. They're the Auch das last ist halt nicht true so schlimm, wenn explorers das in Spiel the gut ist, aber galaxy, es and ist they're trying halt, to find the answers to some of humanity's biggest es questions. ist halt da. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Die Star Map ist besser als bei Star Citizen. Digga, wenn man in so eine Map vom Universum malt, ist die besser als die in Star Citizen. The artifact, if you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence Alter, outside. Bruder, jetzt mal ohne Scheiß, dass denen das nicht peinlich Oh my ist, god. Look at how it's coming together. That means there's a set. solche Charaktermodelle in ihrem Spiel zu zeigen, in dem Trailer. Nicht so ungut. Grafik ist nicht alles. Absolut nicht. Aber das sieht aus wie Mass Effect 2, Alter. Das ist schon echt übel. Oder Sims. Ja, original, das ist ein Sims-Charakter, Alter. Nee, das ist, weil sie immer wieder diese dumme Engine benutzen. Die wird auch dieselben Kackprobleme haben wie bei Fallout 76.
Da wird es einfach dieselben scheiß Legacy-Bugs geben wie immer. By an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the Haare, auch, Alter, von aus der Steinzeit die Frisuren. Das ist Skyrim-Frisur, seht ihr das? Das ist ein Skyrim-Charaktermodell. Ohne Mods. Vanilla Skyrim sieht so aus, Alter. The fuck is going on? Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, und alle diese toten Augen. Businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the Vielleicht sieht das in-game nachher auf PC sogar besser aus, aber auch da der Bart, Alter, was ist das für Bartgrafik? You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Cool, das Viech sah zum Beispiel richtig geil aus. Naja. Konflikt. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Die sehen alle so leblos aus, die Charaktere. Relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost... Weißt du, was das Schlimme ist? Je länger ich den Trailer gucke, desto mehr habe ich Bock, wieder Star Citizen zu spielen. Das ist traurig. Anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Ja, das sind halt immer noch dieselben Animationen wie in Skyrim wahrscheinlich, also keine Ahnung. Try not to get yourself killed, all right? Wie Original Team America Puppe, Alter. Ich verspreche dir, ich werde niemals sterben. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas... Digga, ohne Scheiß. Neon Das sah started so komisch out as aus. a fishing platform, but is now... Ryujin is hiring the best and brightest of today Guck's dir an. for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Guck ihn dir genau an und stell dir jetzt Team America vor. Das ist mein ernstes Gesicht. Outside the bounds of civilized space, there are... Vor allen Dingen, das ist 4K hier, ne? Also ihr seht's hier unten, das ist 4K Trailer, aber das Gameplay ist nicht in 4K. Also zumindest nicht durchgängig. Ist wirklich wild, Alter. Das ist 1080p at best hier, oder was? Gut, ist für euch nicht schwer zu erkennen. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All Also ich mache mir jetzt drüber lustig, aber ich freue mich trotzdem auf das Game, nur damit das klar ist, ne? Also Grafik ist wie gesagt nicht alles. New face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has.
Ja, genau, ein Liegestütz geschafft, dann haben sie In weggeschnitten. Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there. Die Schiffe sehen auf jeden Fall cool aus. Die Aliens sehen cool aus. Die Animation vom Raumschiff, wenn es wegfliegt, sieht aus wie Schmutz, aber egal. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so Da many siehst du, things anstatt to zu arbeiten, see chillen die auf der and Couch. Kein stories Wunder, to dass das nicht fertig wird. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are Ja, gonna ich be auch. really excited when they see all of the improvements we've Ich hoffe. made. Das ist wichtig. Guter Charakter-Creator. Für so ein Game. We scanned a wide Find range ich. of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. Das ist krass. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you can Programmieren make die den yourself. Scheiß am Controller oder was? Jo, Leute, benutzt Maus und Tastatur, dann geht's schneller. Dann dauert es nicht 10 Jahre, so ein Spiel zu machen. Come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argo. Guck mal, hier zum Beispiel muss ich sagen, der Charakter rechts sieht relativ gut aus. Auch der Gesichtsausdruck, die Augen und so. Das sieht okay aus. Er hier ist schon wieder nicht ganz so, ne? Also ich finde es sehr unterschiedlich. Das hier sieht annehmbar aus. Auch die Haare. Hier ist wieder so, ja, Computerspielfrisur aus 2011. Echt wild, wie unterschiedlich das ist. Vielleicht täuscht das hier auch Any gerade. of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee Hauptsache, ich kann records. Vollbart machen ohne You'll pick diesen... from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Man muss einen richtigen Fatman Your machen journey können. from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Sogar einen Walk-Style kannst du dir ausdenken. Das ist natürlich cool. Also Aber die Haare sehen grauenhaft aus, Bruder. Du musst dir immer eins reinziehen, ja? Skyrim von 2011 hat Haarmods, die 20 Mal geiler aussehen als das da. Was die Community macht, ohne dafür bezahlt zu werden. Und der Hersteller auf der gleichen Engine kriegt es nicht hin, sich anzugucken, wie hat die Community diese Haarmods gemacht und ein paar vernünftige Frisuren reinzubauen. Bei so einer langen Entwicklungszeit. Es ist nicht schlimm, es ist kein Game-Breaking-Problem, aber es ist auch ein unnötiges Problem in 2023. Und ich sag euch jetzt schon, das Game wird wahrscheinlich mit irgendeinem so dämlichen Frame-Cap noch kommen. Selbst dieses Jahr noch. Wird ein Spiel auf PC mit 60 FPS-Cap kommen oder irgend so ein Scheiß, weil sonst die Physik nicht funktioniert. Mark my words, Alter. Vielleicht haben wir Glück und es ist bei 120 gecapped, weil es auf der PS5 120 FPS hat, aber ich glaube nicht. Wenn ich mir die Trailer angucke, können wir froh sein, wenn wir 30 FPS kriegen. Die Haare auf den Kopf gehen nach deiner Meinung, der Bart ist furchtbar. Ich finde, die Haare sind auch furchtbar. Ich finde, das sieht alles komplett billig aus. Ist kein Riesenproblem, aber es ist nun mal halt einfach eine Sache, die vermeidbar ist heutzutage. Aber ja, der Bart sieht auch furchtbar aus. But I think it's the most fun to use. Ja, das sieht auch richtig realistisch aus, das is Grinsen. more than just how you look. This is also where you Denen start ist auch to nichts so decide- schade, ne? Also die schämen sich auch nicht, das zu zeigen in so einem Trailer. Die denken so, ja, das ist das, woran wir gearbeitet haben, das zeigen wir jetzt mit Stolz. Ist mutig, ist auch okay, letzten Endes. Es wird auch Leute geben, die sagen, die Grafik ist ja in Ordnung. Aber ich persönlich, bei so einem Spiel, wo sie so dick auftragen, da müssen sich die Kritik dann anhören an solchen Sachen. Also, oder halt auch nicht, aber ich werde es trotzdem sagen. who you want to be. That's where backgrounds come in. Mhm. Backgrounds give you a bit of Das ist der interessante backstory Aspekt and für mich, start you out with dieser some basic skills. RPG-Aspekt. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant Alter, die you Augen, must Digga. have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is Selten Charaktere gesehen, die so krass nach Computerspiel aussehen wie hier gerade. you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy Immerhin sind sie restaurant, ehrlich, das talking to stimmt, some ja. guy, and suddenly you learn he needs a Wenigstens visa versuchen sie to nicht help irgendwie track down a rumzudröhnen monster. und Fine. I probably should stick to zeigen's nicht, sondern professionals reden nur anyway, drüber. given what happened the last time. Aber auch Also die giving you the Animation vom option to Sprechen und so customize ist your build even grauenhaft. further by Grauenhaft. letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional and they come with their own advantages Und dann and diese Menüs, also disadvantages. wow. You could choose to meet your biggest fan.
Vectera, by Vectera, by Vectera. Is it really, really you? Ach, He'll du join your Scheiße, crew and he'll give you gifts. Ja, genau, if immer you're willing Fans to put up einstellen with für his sein constant Raumschiff, das ist eine gute commentary. Idee. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in Sollten das space. nicht seine Eltern sein? Because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. Okay, also das hat spielrelevanten Einfluss, was sein Charakter für eine Backstory hat und so. Das sind Sachen, die finde ich richtig geil. Damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. Starfarer. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Ja, also man muss natürlich eins sagen. Also Star Citizen zum Beispiel sehen die Charaktere auch furchtbar aus. Also furchtbar. Aber nicht so furchtbar wie hier. Wenn man so diese Holo-Charaktere sieht, die auch reden und so, die Gesichtsanimationen sind viel besser. Die Charaktere selbst sehen trotzdem nicht zeitgemäß aus, da wird es bestimmt was geben. Aber in Zeiten von einem, weiß ich nicht, Cyberpunk oder selbst auch Callisto-Protokoll, Alter, wie gut die Charaktere ausgesehen haben. Da muss ein Singleplayer-RPG, welches Fokus auf Charaktere und Story legt, besser aussehen als das. Ansonsten hoffe ich, das Spiel kostet nur einen 20. Once you've built the perfect character, that's when your journey Derzeit irgendwelche Bilder zu malen. We took what we loved Willi, du sollst dich wieder die Glaswände voll schmieren. about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill Die point, Reaktols sind auch nicht vorhanden. which can be used to unlock or rank up skills. Oh, die Menüs finde ich wirklich ekelhaft, Mann. Also Ranks die are sehen unlocked by grauenhaft completing aus. challenges associated with that skill. Hoffentlich gibt's Mods, auch Menü-Mods, UI-Mods und so. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. Ja, viel With our Spaß da 5 durch zu different skill navigieren. trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Ah ja, natürlich, weil, warum nicht? Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. Dieser Motion Blur dabei auch noch. Physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Das sieht halt einfach nur nicht so fun aus. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. Geil, Alter. Der langweiligste Scheiß in jedem Spiel ist Pickpocketing und Schleichen. Slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. Das ist natürlich cool. Also, das sind so die Sachen, die mir wichtig sind bei dem Spiel. Scheiß auf Grafik, scheiß auf die Charaktere aussehen. Ja, man kann das kritisieren und es sollte auch besser aussehen, aber ich werde es trotzdem spielen und Spaß damit haben, wenn sowas hier gut funktioniert. Wenn es ist wie bei, weiß ich nicht, Morrowind, dass du halt die Wahl hast, messer ich mich durch, baller ich mich mit Brute Force durch, quatsche ich mich aus der Situation raus, habe ich einen hohen Charisma-Wert und schaffe es, Leute zu überzeugen ohne Gewalt, kann ich vielleicht mit irgendwie Erpressung oder so arbeiten, also ein Scheiß. Hat das Einfluss, für was ich mich entscheide. Wenn ich mich hinsetze und einen Charakter kreiere, der eine Backstory hat, wo ich mir Gedanken dazu mache, ich spiele solche Games mit so einer Pseudolore für meinen Charakter. Also ich habe dann regelrecht eine Backstory für den im Kopf und so spiele ich das Spiel, als wäre ich der Charakter. Und wenn dann bestimmte Situationen auftauchen, die dann aufgrund deiner Backstory ein anderes Outcome haben, dann ist das cool und dann ist das auch das Wichtigste für mich an so einem Spiel, dass man in dieser Welt halt seine Abenteuer erlebt, die sich auch anfühlen, als würde man sie mit seinem Charakter erleben.
Dabei stört dann clunkiges Gameplay, dabei stört dann schlechtes Gunplay, schlechtes Movement, Glitches, Kack-Performance, das stört. Trotzdem kann man spielen und Spaß haben. So war es ja bei Cyberpunk auch. Das lief auch beschissen, Combat war auch nicht so geil, aber ich hab's genossen, es zu spielen, weil man voll eintauchen konnte in die Welt. Das müssen sie hinkriegen, das ist das Wichtigste. Den Rest lösen wahrscheinlich nachher Mods. From above thing where I'd boost pack over guys and I throw landmines at them. Unpraktischste Ironside aller Zeiten. Ein paar von den Bildern sehen richtig gut aus. Exploration is a key aspect of all our games. Man darf aber nicht vergessen, selbst Fallout 76 sah in den Trailern teilweise nicht schlecht aus. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We study data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel Jeff Bezos. believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding Also selbst das Asteroidenfeld sah jetzt nicht sonderlich interessant und spektakulär aus, ne? your curiosity, because whether it's Das on sieht the wiederum surface cool of a aus. planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space erstmal die Schiffe, exploration is genau. possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. Auch so ein Punkt, den ich sehr feiere. Ich habe zum Beispiel selbst in Warframe mein Schiff angepinselt und rumgebaut und verändert und so. Versucht, das so ein bisschen einem eigenen Charakter zu geben. Das ist eine Sache, die mir zum Beispiel in Star Citizen auch fehlt, dass man seinem Schiff noch so ein bisschen eigenen Touch verpassen kann oder wenigstens Sachen reinstellen, die dann einfach auch beim Claim wieder da bleiben und so. Aber ich schweife ab. Das ist auch so ein wichtiger Punkt an dem Game hier, dass du die Schiffe halt so modular bauen kannst. Also du kannst da wirklich was Eigenes machen. Das ist übertrieben nice. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. Das ist so ein bisschen wie Kerbal Space Program auf Crack dann. Customize and upgrade Weil du that dann ship. selbst damit direkt noch so einen And Story-Scheiß hire a crew machen to kannst. keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Das sieht Then nicht you aus might wie ein round out Fighter. your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. Na, You dann can zeig mal her. customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job Das to get ist the natürlich sehr exact wichtig. look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting,
or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. Ameise? The HMS Platypus, as I called it. Where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, Aber das ist cool, dass das probably geht. not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we... Es wird 1.000.000 600.000 Penisschiffe geben, aber 100 Pro. either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Nee. You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. Ach cool, also du kannst die auch an Außenposten stationieren, die NPCs. Das ist cool. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Ich hätte es sehr geil gefunden, wenn es Game Koop hätte. Also ein PvP-Modus, Multiplayer braucht man nicht unbedingt, das ist nicht so wichtig. Aber ein Koop-Modus wäre schweinegeil. Wenn Bethesda RPG einfach mal von Haus aus mit einem Koop-Modus kommen würde. Also abseits von Fallout 76, was nun mal Schmutz war. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. Sieht halt überhaupt nicht aus wie ein Mensch. Exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Mit 10 FPS. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Ich bin äußerst gespannt, ob das Game einen Support für Joysticks, also Flugsticks und so haben wird. Ich glaube zwar nicht, dass man es braucht, weil es super arcadey aussieht, aber es wäre natürlich geil, wenn es die Option gäbe, ein erweitertes Flugmodell zu spielen, wo du wirklich die kompletten Dimensionen alle abfliegen kannst. Das wäre schon cool. Wenn es nur so ein, ich fliege geradeaus und lenk mit der Maus Geballer ist, dann ist natürlich nicht so spannend, der Spacefight. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Klassiker. Powering up the grav drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump.
And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. Nee. You should always be on your toes because you're not alone out there. Dieses Geruckel, Alter. Es ist so krass am Ruckeln. Targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems. Und der Gag ist, es sieht mir fast aus, als wäre es eigentlich 60 FPS Video, also wenn die Schrift so fährt, aber das Gameplay selbst ist halt irgendwie in 30. Ship you target. Oder mit so krassen Mikrorucklern halt auf jeden Fall. Wird hinten Balls dran, Lul. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. Ja, das ist natürlich cool. You can always turn any ship that engages you into scrap. Hat er einfach jetzt draufgeklickt und dann sammelt man das vom Cockpit ein? But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Ach, sogar ein Zero-G, das ist natürlich cool. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. Okay, cool. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. One worthy of you. Alter, wer tätowiert sich die Maybe you'll dock with a Nasenflügel? gigantic battleship, like the UC Vigilance. The UC Walking Animations. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Ja, so luxuriös sah There das are jetzt von plenty of außen personal nicht aus. encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm gonna board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Ja, wozu sonst spielt man Computerspiele, wenn man nicht Dinge macht, die man im echten Leben sonst nicht macht? Hello, stranger. Finde ich cool, dass es geht. Up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going allem, to was strange dazu new gehört, ne? places, meeting interesting people, and getting sidetracked on And zany having 10 adventures. FPS. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Ja, und jeder hat 2 Städte oder so, wahrscheinlich. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Die Textur auf dem Stick auch, Alter. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've... Digga, ohne Scheiß, nach der super grandios, übertrieben frechen Scheiße
mit ihrer Fallout 76 Edition. Und das ist ja nicht das Einzige, was bei dem Spiel eine absolute Trash-Move von denen war. Die Präsentation zu unterbrechen für ihre dämliche Deluxe-Edition, die kein Mensch bei Verstand eigentlich kaufen sollte nach Fallout 76, wo diese komische Tasche, die dabei sein sollte, nur so eine Plastikbeutel war und das einfach alles so ein Müllscheiß ist, so komplett kaputt gesparte Collectors-Edition. Mutig, lieber Todd, sehr mutig. We've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you... Die sieht aus, als ist im 3D-Drucker gemacht ist, Alter. You actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Ja, ist connected mit dem Phone. Die Frage ist, wahrscheinlich gibt es eine App von denen für die Uhr. Und da ist dann, ja, wenn du Glück hast, vielleicht die Außentemperatur zu lesen oder so. Also, wow. Yeah, we really took as much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. Wow. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. Das ist doch zum Beispiel mal cool. Also, viele finden es vielleicht kacke, viele finden vielleicht die Uhr besser, aber ich finde zum Beispiel so einen Custom Controller, das ist nice. Das ist cool. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Weil das auch weiß ist. Collectors Edition. Aber guck mal, ich zum Beispiel, ne? Ich mag Collectors Edition auch richtig gerne. Aber was ich finde, reingehört, ist irgendeine coole Figur, die du dir ins Regal stellst. Oder irgendwas Cooles. Das gehört für mich in eine Collectors Edition. Ich habe Kopfhörer, die ich meinen Lebtag wahrscheinlich nie wieder austauschen werde, weil diese fucking Beyerdynamics Kopfhörer einfach eine absolute God-Tier-Hardware ist. Also wenn ich mir jetzt eine Collectors Edition kaufe, wo Kopfhörer drin sind, dann verstauben die Kopfhörer oder ich verkaufe die. Da habe ich nichts von. Das ist, finde ich, kein guter Perk. Also selbst den Controller würde man sich vielleicht ins Regal stellen, wenn man ihn nicht benutzt. Aber Kopfhörer, Alter? Was willst du mit Kopfhörern? Jeder hat fucking Kopfhörer, der welche braucht. Hauptsache so einen abgefahrenen Trailer für ihren scheiß Controller noch machen. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. Ja, nur nicht bei Animationen und FPS. FPS. It's a Bethesda Game Studios world. It's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Wisst ihr, was sie clevererweise hätten lieber machen sollen? Sie hätten Starfield als MMO machen sollen. Also vielleicht dann nicht ganz so detailliert, aber so wie Elder Scrolls Online, nur in Stars. Dann hätten sie ein Live-Service-Game gehabt, was sie unendlich weit supporten können. Sie hätten nicht 1000 Planeten machen müssen, sondern erstmal nur 30. Das wäre vielleicht cooler gewesen. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, diese 1000 Planeten, das ist wieder so ein, ja, schön, dass es 1000 Planeten gibt, aber keinen davon, also davon benutzt du dann 1% effektiv beim Spielen. Der Rest ist einfach nur, weil man sagen kann, wir haben 1000 Planeten. Ich glaube nicht, dass man wirklich 1000 gefüllte Planeten hat, mit irgendwie Sachen zu tun. Das ergibt keinen Sinn. Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets
Selbst die Holztextur an der Knarre, ich weiß, es ist so Kleinigkeiten, aber man muss jetzt einfach mal drüber reden, ja? Seht ihr, wie hier ein Strich ist? Da ist das Holz so, da ist das Holz so. Ist aber ein Holzstück eigentlich. Also das passt nicht mal. Passt nicht mal zusammen. And the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself. Ach, so haben sie es gemacht. Das ist im Grunde genommen sind die Planeten so eine Art, also was in Star Citizen ein Asteroid ist, der zufällig generiert wird, der eine Masse hat, davon ist so und so viel Gold, da ist so und so viel Bexalit, was weiß ich, Quantanium. So haben sie es hier mit Planeten gemacht. Du hast Planeten, die zufällig generiert sind, die hauptsächlich aus Feldern von Ressourcen bestehen. Und wenn du Glück hast, ist da vielleicht noch irgendein Landmark oder irgendwas oder eine Stadt. Aber die meisten Planeten werden wahrscheinlich einfach für Rohstoffe sein. Dann sind 1000 Planeten natürlich nicht so spektakulär, weil das kannst du halt komplett vom Computer generieren lassen. Aber das würde erklären, warum das so viele dann sind und dass man die dann wahrscheinlich sinnvoll abfarmt. Aber letzten Endes wird die Experience wahrscheinlich ziemlich die gleiche sein. Also ich glaube nicht, dass du 1000 verschieden aussehende Welten hast. Die werden sich relativ ähneln. Wie viel Environments kannst du haben? Dschungelscheiß, Wüste, normale Steppenlandschaft, so Afrika-mäßig. Ja, Schnee. Dann hört es irgendwann schon auf. Roter Sand, gelber Sand, blauer Sand. So, ist die Frage, wie viel Variation kannst du da wirklich haben? Braucht man 1000 Planeten? Oder ist das einfach, ja, 1000 Planeten, aber wir sehen im Grunde alle gleich aus? Das muss man erstmal abwarten. Aber ich glaube, manchmal ist weniger mehr. Und das wäre hier vielleicht auch so gewesen, wenn man lieber so 1, 2, 3 Sonnensysteme hätte, in denen man sich konzentriert. Das war bei Freelancer auch jetzt nicht schlimm. As a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. Verschwinden auch einfach. To add that touch of environmental storytelling that Bethesda is. Alter, dieses Skelett sieht aus, als wäre es von 2005 oder so. Es tut mir leid. Oder, also, sagt mir eure ehrliche Meinung. Es ist, wie gesagt, auch egal. Das Spiel kann trotzdem Bombe sein. Aber die Optik ist einfach so unzeitgemäß, Bruder. Also wirklich sau unzeitgemäß. Known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Na, Moxie. War da gerade ein Ladebildschirm nach einer Tür? Also auch das ist immer noch eine Sache, ja? Es ist immer noch komplett Skyrim-mäßig. Du gehst zu einer Tür, drückst drauf, dann wird's kurz schwarz und dann bist du im Gebäude. Und dann musst du es gleich wieder mal rauszukommen. Junge, Alter. Also, man kann sagen, was man will, aber für so ein ambitioniertes Projekt sind die da sehr altbacken unterwegs. Also, das ist ja schon ewig nicht mehr zeitgemäß, so ein System. Dieser Screen Shake auch. Richtig schön geskriptet, weiß er ganz genau, rechts neben ihm steht auch einer. Das war die berühmte Bethesda-KI, die direkt vor dir steht und wegläuft. How you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. Das mache ich in Star Citizen sehr gerne. Einfach nur gucken, Screenshots machen. Discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals.
You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic. Das macht aber auch echt immer einen Riesenunterschied. Licht und Schatten in Spielen sind so ein Gamechanger. Das Spiel kann aussehen wie Trash. Wenn das gute Lichteffekte hat, dann sieht es automatisch viel besser aus, als es eigentlich ist. To use lighting and color to really make it feel more cinematic. Und man hat da wieder gesehen, wie schlecht die Animation von dem Alien war. Einfach so faszinierend. Nur eine Sekunde zu sehen und du denkst dir schon so, aha, leicht glitschiges Walking. Ja, hoffentlich sind die Planeten nicht 90% freie Fläche, wo nichts ist. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. Aber warum baut man das an so einer Scheißstelle? All shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added das finde ich einen coolen bonuses Aspekt and auf set jeden up Fall. extractors to harvest resources while Kannst you're du dann so away. verschiedene Planeten, Fabriken bauen. Is we have a new fly cam. Das ist cool. Where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera. Das which ist helps auch sehr span out praktisch larger zum parts of the Bauen. outpost and placing those larger hubs. Gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn du in so ein First-Person-Base-Building-System hast und du so schätzen musst, wie es wohl von oben aussieht. Also zum Zusammenbauen und so. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Das ist so eine Sache, da würde ich wahrscheinlich unendlich viel Zeit mit verbringen. Irgendeine Basis bauen, ein Raumschiff bauen. Das ist so ein Scheiß. Das wird laufen wie Trash, das Game wird so unoptimiert sein. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. Auch wichtig, dass die Waffen ein bisschen All you Variation stealth haben und players so. out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. Schön mit dem Messer so ein 3 Meter großes Alien I think blocken. it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. Es sieht aus, als ob er gleich zum Golfkurs will, On ne? the side of like what's fun for the player. Ja, ich mache hier noch kurz das Dev-Interview und dann ab. With 18 Starfield, Loch. we've completely overhauled our combat. Ja. It's more dynamic, Merkt man the das schon. animations are more fluid. Man muss sich mal reinziehen. Das sind die neuen überarbeiteten Animationen. Sie haben gewusst, okay, unser Combat ist meistens nicht so geil in Bethesda-Games. Da müssen wir was machen. Und dann haben sie das vom Scratch neu gemacht. Und das ist das Beste, was sie daraus machen konnten. Auf der Engine. Ich bin überzeugt, es liegt wahrscheinlich, also ziemlich sicher an dieser Engine, an die sie sich halt immer wieder kleben. Ich weiß ja nicht, Alter. Also, ne, wie gesagt, das ist jetzt kein Gamebreaker, aber du wirst es die ganze Zeit benutzen, wenn du gerne kämpfst. Vielleicht läuft es darauf hinaus, dass ich eher so ein Typ bin, der da lieber irgendwie Roleplay-Kram macht, Bases baut, irgendwie Mineralien sammelt und versucht, Charaktergespräche zu führen und wenig ballert. Weil das Ballern sieht einfach nicht nach Spaß aus.
Ich hoffe, das ist nachher dann doch spaßig. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Trotzdem sehen sie alle irgendwie gleich Upgraded aus. gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Ist der gerade im Sitzen mitgefahren? Mit der Kamera? To when engaging in combat. You may need to switch things up based on your Ah nee, environment. der sitzt dahinter, okay. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Ja, mit dem Jetpack halt, ne? Zero-gravity environments pose a Das ist different cool. challenge. Firing a ballistic weapon in zero-G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We Das also ist have ein nettes mag Detail. weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Dude, seriously jetzt, ne? Ich weiß, es ist ein RPG und es ist auch egal, aber wieso hat jeder Lauf einen Laser? Wenn alles, was du brauchst, ein einziger Laser ist. Ein Laser. Und alle Barrels zielen dahin, wo der Laser ist. Also, in dem Umkreis natürlich, die Kugeln brennen. Aber warum? Warum so einen fetten Laserstrahl? Wie auffällig willst du deine Knarre haben? Das ist wie so ein Suchscheinwerfer, wenn du irgendwo reinkommst. Siehst du ja bei ihm hier. Richtig unauffällig, Alter. Das sieht so unpraktisch aus, Alter. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, Die or you KI like ist ein more Witz. compact weapons Sieht man like im Trailer pistols and schon. submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Im ersten Moment dachte ich, das Alien sieht gut aus, aber ich glaube, es sieht nicht gut aus, warte. Compact weapons like pistols and submachine guns. Ich muss das nochmal sehen. Maybe you prefer something bigger. Es sieht okay aus, aber also hier, ne, die Zähne und das da drin, es ist könnte alles besser sein. Starfield's got you covered. Erinnert mich sehr an Cyberpunk Gameplay-Trailer. Da hat man auch die ganze Zeit gedacht, das sieht nicht so wuchtig aus, sieht nicht so FPS-mäßig aus. Es sieht halt aus wie ein RPG mit Waffen. Und das ist das große Problem. Bethesda hat keinen vernünftigen Shooter irgendwie rausgebracht. Also vielleicht schon, aber dann habe ich ihn nicht gespielt. Der wirklich gute Shooter-Mechaniken hat. Also Half-Life-Style oder sowas wie ein COD-Singleplayer. Was sich gut anfühlt, zu spielen als FPS-Gamer. Und, I don't know. Das kriegen die hier nicht hin. Und das war bei Cyberpunk auch so. Das Ballern fühlte sich einfach nicht gut an. Vielleicht muss man es in Third Person spielen, damit es nicht so nervig aussieht. Also das sieht einfach total scheiße aus. Das Gunplay, die Action. Sieht nach gar nichts aus. Also, ich behaupte jetzt vorher, wenn ich mich hinterher irre, dann werde ich das gerne zugeben und mich auch sogar freuen, dass ich mich irre. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das Spiel wird übelst verglitscht sein. Das Kämpfen wird nicht Spaß machen. Es wird clunky AF sein. Es wird Glitches geben. Es wird die Hitrack nicht funktionieren. Es werden die NPCs einfach wie Geister da rumstehen. Ja.
Das wird passieren und es werden dann alle rumweinen, die sich jetzt auf das Game so sehr freuen. Ich bereite mich mental jetzt darauf vor, dass das Kämpfen einfach Schmutz ist und werde das Spiel dann hoffentlich genießen können, ohne diese Erwartungshaltung, dass ich einen guten Shooter bekomme. Ich finde, man kann es sehen. Ich finde, man kann es sehen, wenn sie es nicht überarbeiten, dass einfach kein gutes Gameplay ist. Nicht on par mit AAA, was man eigentlich erwarten könnte von so einem großen Studio. Falls ihr mir irrt, kommt ihr wieder zurück zu mir und dann könnt ihr sagen, hey, das stimmt nicht, was du gesagt hast. Ah ja. Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a Ja, ich lade das bei YouTube hoch und versuche damit Geld zu verdienen, also gern geschehen. lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. Das stimmt allerdings. Es wird auf jeden Fall witzige und gute YouTube-Videos geben. Egal wie trashig das Game ist. Hoffentlich auch von mir, aber also da kann man von ausgehen. Es wird auf jeden Fall eine Meme-Parade werden. I think about what makes it special. It really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. Das im Game Pass, ja. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any. Das ist wirklich so ein Punkt. Ja, das sieht cool aus jetzt, ne? Oder tut es? Die Wolken sehen nicht so cool aus. Die Landschaft sieht auf den ersten Blick gut aus, wegen der Beleuchtung. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Eigentlich sieht die Landschaft selber aber auch nicht so super gut aus. Wenn ihr jetzt nur hier den Bereich sehen würdest, dann wüsstest du nicht, von wann das Game ist. Das aktuell ist oder älter schon. Das ganze Zusammenspiel mit dem Licht und so macht natürlich viel aus. Der große Planet hier. Aber auch der hat so eine sieht aus wie eine Hundeklöte irgendwie im Nahaufnahme und rasiert. Ich weiß nicht, warum ich das als Referenz benutze. Die Grafik ist gut, aber nicht spektakulär. Die ist in Ordnung. Also die Landschaftsgrafik und das Licht. Huch. Ich kann es natürlich frecherweise jetzt mit Star Citizen vergleichen, welches ein Multiplayer-Game ist. Und viel besser aussieht von der Sache. Was Star Citizen nicht hat, ist diese eigentliche Landschaft, ist nicht so detailliert wie hier, aber die Beleuchtung, die Planeten, die Sonne, die Effekte, die Schatten, wenn die so geschmissen werden über die Dünen und so, das sieht in Star Citizen einfach so viel geil aus. Und das ist ein Online-Game im Alpha-Stadium und ein AAA-Singleplayer-Game dürfte besser aussehen als das hier. Natürlich nicht, wenn man es auf der Fallout 76 Engine macht, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also das ist alles nicht so schlimm, wenn das Spiel Spaß macht, aber trotzdem hinterlässt es immer so einen bitteren Beigeschmack, weil man nämlich das Gefühl hat, okay, wenn jetzt nur die Grafik schlecht wäre oder mittel, ja, drauf geschissen, so. Oder wenn nur das Gameplay so mittel ist, dafür ist aber die Grafikbombe und die Immersion und das RPG und das eigentliche Punktesystem und die Skills und was ist die Trees, ist alles geil. Aber hier sind so viele Sachen, wo man schon so denkt, das ist ein bisschen zu viele Kleinigkeiten, wo man denkt, das wird eine mittelmäßige Experience sein, bei der man trotzdem viel Spaß haben kann. Also ich vermute, dass hoffentlich wird es wenigstens so ein Skyrim in Space, wo man sich oft ärgert über das Game, aber am Ende dann trotzdem immer wieder spielt, weil es Spaß macht und einfach ein an sich gutes Spiel ist. Ich hoffe es sehr. Aber ich sehe es halt einfach nicht. The incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games.
I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rockstar photos. Da hat man eben gerade perfekt gesehen, was ich mit dem Alien meinte. Photo mode to. Seht ihr das? Wie beschissen sehen diese Zähne aus und der Mund. Das ist einfach nur eine Textur. Das ist nicht mal ein richtiger Schlund oder irgendwas, einfach nur eine Textur. Das sieht wirklich einfach billig aus. To take rockstar photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. Das sieht auch wirklich interessant aus. Every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. Also, sorry, Freunde, aber das stimmt halt einfach nicht. Das ist halt einfach komplett falsch, Digga. Also, ich persönlich besitze einen Loner von der Carrack in Star Citizen und da kannst du mit deinem kleinen Popel-Transformers-Schiff mal schön scheißen gehen. Natürlich kriegst du das woanders. Auch. Und zwar besser. Muss man ja auch nicht mit flexen. Ist ja trotzdem ein gutes System, was sie haben mit diesen Modulen und so. Aber zu sagen, das gibt's nirgendwo anders, ist halt einfach glatt gelogen, Alter. Also da laufe ich auf meiner C2 rum und lach mich tot. Das ist halt so. Und wir wollen gar nicht von den Riesenpötten sprechen, die in Entwicklung sind oder teilweise schon da sind. Eine 890 Jump oder sowas. Die verschluckt dein Popel-Raumschiff hier aus Star Citizen, aus Starfield. Geht jetzt nicht darum, die Spiele zu vergleichen, weil die kann man nicht vergleichen. Das eine ist ein Multiplayer-MMO, das andere ist ein Singleplayer-Game. Aber zu sagen, das gibt's nirgendwo anders, ist halt schon bold. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. Achso, du meinst, weil es darum geht, das Schiff selbst zu bauen, das gibt's nirgendwo anders. Das mag sein, aber ne, er hat ja gesagt, die Dinger sind riesig und die stehen da und das gibt's nirgendwo anders. Das stimmt so nicht. Aber ja, natürlich, klar, der Zusammenbauaspekt ist gut. Nichtsdestotrotz finde ich, ja, es ist halt nicht so super spektakulär, wie sie es jetzt darstellen. Gibt's in Kerbal Space Program auch schon seit Ewigkeiten sowas mit den Modulen und Zusammenbauen und so. Klar kannst du es dir da halt vielleicht nicht so detailliert angucken und drin rumlaufen, aber die haben das Rad jetzt auch nicht neu erfunden mit dem Scheiß hier. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, The day-night cycle, Those details matter to me. diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskip, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. Wer erwartet noch was von einem Bethesda-Titel? Ohne Scheiß. Also nach den ganzen letzten Releases, die alle eine Katastrophe waren, gerade jetzt Redfall. Wer hat denn bitte, also ernsthaft jetzt Erwartungen an ein Bethesda-Game? Man kann sich ja drauf freuen und hoffen, dass es gut wird. Und man kann es auch kaufen und spielen. Aber wer hat denn ernsthaft Erwartungshaltung bei Bethesda noch? Das ist doch schon seit Ewigkeiten abgefahren, der Zug. Also bei mir auf jeden Fall. On behalf of all of us, we can't wait for you to It play just Starfield works. and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Pre-order now. Also, zum Ende nochmal Zusammenfassung beziehungsweise Meinung zum gesamten Ding. Ich persönlich habe jetzt wenig aus dieser Präsentation erfahren, was ich mir nicht schon gedacht hätte. Ein paar coole Sachen sind dabei auf jeden Fall. Ich finde, sie haben auch echt gute Ideen.
Und wenn sie die ausbauen, dann wird es auch auf jeden Fall brauchbar sein, das zu spielen und alles. Und ich freue mich auch aufs Game und werde es mir definitiv angucken. Aber es sind so diese typischen Warnsignale, die man bei nicht nur Bethesda-Games kennt, aber halt extrem bei denen. Und ja, natürlich ist man vielleicht etwas überkritisch momentan mit denen. Und das ist vielleicht auch nicht fair, aber das ist halt nur normal. Nach ein paar solchen Gurken-Releases, da muss man damit rechnen, dass Leute sehr genau hinschauen. Und wenn der Trailer schon ruckelt, ja, die weltweite, komplette Präsentation von diesem Titel, was es sein soll, was es kann, komplett eine Dreiviertelstunde in 4K rauszubringen und dann sieht's A nicht nach 4K aus und B läuft mit gefühlten 20 FPS, super Cinematic natürlich. Die Ruckler, die da zu sehen waren, waren aber keine, okay, es sind nur niedrig FPS, sondern das sind Mikro-Ruckler gewesen. Das hat man regelrecht gesehen. Also das Game ist 100% nicht optimiert. Und wen wundert das auch? Sie konnten nicht mal so eine kleine Map wie bei Fallout 76 optimieren. Wer glaubt denn, dass die komplette Planeten optimieren? Da muss man einfach mal aufwachen. Wie gesagt, bin sehr gespannt. Ich glaube, mit Chance läuft es auf der Xbox einigermaßen okay für Konsolenverhältnisse. Vermutlich ist die PC-Version wieder die am meisten leidet. Wahrscheinlich selbst mit dem NASA-Rechner wieder Ruckler. Dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Probleme mit dem Input geben. Dann wird es einen Frame-Lock geben. Ich kann es quasi garantieren, dass es einen Frame-Lock geben würde in diesem Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ohne diesen komischen Kopierschutz-Scheiß wieder das Spiel rausbringen, den Bethesda immer nutzt, der immer für Performance-Probleme sorgt. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich hoffe, das wird gut und ich freue mich drauf, aber ich bin sehr skeptisch. Und das sollte jeder sein, der in den letzten 10 Jahren oder so sich mit dieser Firma beschäftigt hat. Es waren Bilder dabei, die sahen sehr gut aus. Es waren Bilder dabei, die sahen aus wie von vor 10 Jahren. Man merkt, es ist auf einer alten Technik programmiert. Und ich kann nicht verstehen, wieso man so ein ambitioniertes Projekt auf so einer alten Technik als Release rausbringt. Das kann ich nicht verstehen. Aber Starfield werde ich weiterhin im Auge behalten und ich bin sehr gespannt auf das Game. Also ich hoffe einfach, dass das ein gutes Bethesda Roleplay-Game wird. Das Ballern sieht mir jetzt schon zu kacke aus, ehrlich gesagt, als dass ich mich da groß drauf freuen würde. Und ja, Game Pass ist sowieso ein No-Brainer dann. Ich würde das auf gar keinen Fall vorbestellen. Bei Bethesda würde ich gar nichts vorbestellen. Erst recht nicht nach Redfall jetzt, aber auch schon nach Fallout 76 nicht. Da ist einfach zu viel Scheiße gelaufen. Aber ja, also könnt mir gerne schreiben, wie ihr es findet oder fandet. Spannend ist es auf jeden Fall.